Good morning, my wonderful friend. Guten Morgen, meine wunderbaren Freunde. I'm gonna ask you a question and you will see how clear this is. Ich werde dir eine Frage stellen und du kannst sehen, wie klar dies ist. So let's imagine that I've saved up for a long time all my money Stellen wir uns vor, dass ich während einer langen Zeit mein ganzes Geld gespart habe, because I really desperately need a new car. weil ich ganz dringend ein neues Auto brauche. Finally, I have the money together and I go and I pay and buy that new car for myself. Endlich habe ich das Geld beisammen und ich kaufe und bezahle dieses neue Auto für mich. So what happens when I have this new car? Was geschieht, wenn ich dieses neue Auto habe? Can anybody take my car and drive it? Kann irgendjemand mein Auto nehmen und damit fahren? No. Nein. Why? Warum? Because it's my car, I'm the owner. Weil es mein Auto ist, ich bin der Besitzer. But why am I the owner of this new car? Warum bin ich der Besitzer dieses neuen Autos? It's very simple because I took the money and I paid for it. Es ist sehr einfach, weil ich das Geld nahm und dafür bezahlte. So ownership was transferred because I paid. Eigentumsrecht wurde übertragen, weil ich bezahlt habe. Who paid for you? Wer hat für dich bezahlt? One died for all. He paid with his own blood. Einer ist für alle gestorben. Er hat mit seinem eigenen Blut bezahlt. Since Jesus paid for you, guess who is now the new owner? Da Jesus für dich bezahlt hat, rate, wer jetzt der neue Besitzer ist. I'm gonna really say something as clear as I can say it. Ich sage nun etwas so klar, wie es nur geht. If I pay for that car and somebody else takes it, it's called theft or robbery, and I can call the police and these people go to prison. Wenn ich dieses Auto bezahle und jemand anderen nimmt es, nennt man das Diebstahl oder Raub und ich kann die Polizei rufen und dann gehen diese Menschen ins Gefängnis. It is robbery if you choose how you live your life. Es ist Raub, wenn du entscheidest, wie du dein Leben lebst. Because you are not the owner of your life if you're a Christian. Weil du nicht der Eigentümer deines Lebens bist, wenn du Christ bist. And should you listen to this and you're not a Christian, you have to switch ownership, my friend. Solltest du zuhören und du bist kein Christ, dann musst du schnell das Eigentumsrecht ändern, mein Freund. Life makes no sense unless Christ is the owner. Das Leben macht keinen Sinn, außer Christus ist der Eigentümer. So look at this. Schau das an. Since Jesus paid for my life, if I now just take it and live it how I want, I've literally robbed Jesus of what belongs to him. Da Jesus für mein Leben bezahlt hat und ich es einfach nehme und lebe, wie ich will, dann habe ich buchstäblich Jesus das gestohlen, was ihm gehört. Look at this scripture, 1 Peter 2 verse 9. Schau dir die Schriftstelle 1. Petrus 2, Vers 9 an. It was one of the first sermons I ever preached in my whole life when I was in my teenage years. Das war eine meiner ersten Predigten in meinem ganzen Leben, in meinen Teenagerjahren. I'm very nostalgic about it because I remember the message I preached about 45 years ago. Ich werde ganz nostalgisch, wenn ich daran denke und erinnere mich an die Botschaft, die ich vor 45 Jahren predigte. You are a chosen generation, you are a royal priesthood and a holy nation. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation. You are his own special people. Ein Volk zum Besitztum. You are his own special people, you are not your own, my friend. Ihr seid sein Volk und nicht euer eigenes, mein Freund. That you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Look, we are not our own people, we are his people. Schau, wir sind nicht unser eigenes Volk, wir sind sein Volk. I'm gonna tell you something. Ich werde dir etwas sagen. One day, very soon, millions of pastors all over the world are going to have a big shock. Eines Tages, schon sehr bald, werden Millionen von Pastoren auf der ganzen Welt einen großen Schock erleiden. Because they have acted like they own the people of God, but they've never paid for them, Jesus did. Weil sie so gehandelt haben, als ob sie Gottes Volk besitzen. Sie haben nie dafür bezahlt. Jesus hat bezahlt. And God is kind, God is loving, God is patient, and God is long-suffering. Gott ist freundlich, Gott ist liebenswürdig, Gott ist geduldig und Gott ist langmütig. But I'm telling you, Aber ich sage dir, the bridegroom is screaming, let me have my bride back, she belongs to me. der Bräutigam schreit,
gebt mir meine Braut zurück, sie gehört mir. The church doesn't belong to pastors, doesn't belong to apostles, doesn't belong to prophets, doesn't belong to leaders. Die Gemeinde gehört nicht Pastoren, sie gehört nicht Aposteln oder Propheten oder Leitern. The church belongs to the only one who paid for them, and it's Jesus. Die Gemeinde gehört einem einzigen, und zwar dem, der dafür bezahlt hat, und das ist Jesus. We are his own special people. Wir sind sein eigenes, auserwähltes Volk. So if you own your own life, that means you have robbed Jesus. Wenn du also dein eigenes Leben besitzt, dann bedeutet das, dass du Jesus bestohlen hast. But if you have given the ownership of your life to other people, no matter what title they have in the church, Wenn du das Eigentumsrecht an deinem Leben anderen Menschen gegeben hast, egal welchen Titel sie in der Gemeinde haben, you have allowed these people to rob Jesus too. dann hast du diesen Menschen erlaubt, Jesus ebenfalls zu berauben. You have allowed. Denk darüber nach. Oh, I have a fear of God of ever acting towards people like I own them. Oh, ich habe so eine Gottesfurcht, nie Menschen gegenüber so zu handeln, als ob ich sie besitzen würde. But I also have a fear of God of anybody owning me except for Jesus. Ich habe auch Gottesfurcht, dass mich niemand besitzen kann, außer Jesus. Because he paid such a high price. He wants me, he desires me, he longs for me. Weil er so einen hohen Preis bezahlt hat. Er will mich, er begehrt mich und sehnt sich nach mir. I understand that he did this because he loves me. Ich verstehe, dass er das gemacht hat, weil er mich liebt. I understand that he cares about me. Ich verstehe, dass er sich um mich kümmert. But in the heart of God is this huge desire to have a bride, to have a people, to have a family. Aber im Herzen Gottes lebt diese große Sehnsucht, eine Braut zu haben, ein Volk, eine Familie zu haben. And we have all made it a self-focused, selfish gospel. Und wir haben daraus ein selbstsüchtiges, egoistisches Evangelium gemacht. It's time for the church to wake up. Es ist Zeit für die Gemeinde aufzuwachen. See you tomorrow. Sehe dich morgen.